Ja, bestimmt, keine Ahnung. Ich mag Bart, ich mag dieses Hemd. Wenn ich dann Hipster bin, dann ist es okay. Es gibt heutzutage echt tolle Möglichkeiten, viele Menschen zu erreichen, gerade mit äh, Videos irgendwie online, mit CDs oder mit ja, auf Spotify und iTunes. Einfach viele Möglichkeiten, dass du viele Menschen mit deiner Musik erreichst. Und obwohl ich jetzt keine originalen Eigenkompositionen spiele, glaube ich, dass ich schon allem, was ich spiele, eine persönliche Note gebe, die das dann auch, die irgendwie einen Wiedererkennungswert hat. Und das ist für viele Menschen, glaube ich, auch. Es gibt viele Zuhörer, die das zu schätzen wissen. Und das Schönste, was passieren könnte, ist, wenn Leute zu einem Konzert kommen, weil sie mich hören wollen. Meine Erfahrungen mit diesem Stück in der Gitarrenszene waren nicht nur positiv, obwohl ich das krass finde, was das für tolle Musik ist, die auch Nicht-Gitarristen und auch Nicht-Musiker total anspricht. Und es ist aufs erste Mal hören schon so ein bisschen dunkle Tonsprache und so ein bisschen düster. Und ich finde es krass, was das in mir ausgelöst hat, als ich das erste Mal gehört habe. Und trotzdem ist es so tolle Musik, aber für viele Gitarristen, die es halt nicht kennen, sagen halt, da fehlt irgendwie der Vergleich zu ähnlichem bestehenden Repertoire oder halt die Bewertungsgrundlage irgendwie, um das dann so einzuordnen. Weil also ein Großteil der Gitarrenszene heute ist ja auch einfach Wiederholung von Gleichem und Ähnlichem. Und da ist ja irgendwann dann der Stillstand erreicht. Und deswegen finde ich das ganz cool, wenn man das ein bisschen auffrischt mit neuen Komponisten oder auch mal neuen Besetzungen, ein bisschen was anderem. Ich spiele viele Wettbewerbe, aber es hat mich auch schon ein paar Mal irgendwie vor die Situation gestellt, dass ich echt angezweifelt habe, was ich mache, weil ich da irgendwie dann in der ersten Runde rausfliege, weil ich in meinem Bach nicht jede Viertelpause gleich lang gespielt habe oder sowas. Ja. Also ich habe da schon krasse Kritiken bekommen an Stücken, die bei mir eigentlich funktioniert haben und von denen ich auch wirklich überzeugt war irgendwie und auch das Feedback generell bekommen habe. Aber wenn es dann halt mal hier und da ein Juror gibt, dem das nicht passt, dann ja, muss man da schon irgendwie lernen, wie man mit dem Feedback und mit der Kritik auch umgeht. Also da hatte ich schon viel Zeug, wo ich wirklich jetzt nicht die Gitarre an den Nagel hängen wollte, aber zumindest so dieses Wettbewerbsspielen und diese Gitarrenszene. Also ich kann ja auch nur meine Eindrücke da wiedergeben und ich denke, für mich ist die Gitarrenszene schon was ziemlich Eindimensionales. Also es ist toll, was sich da im letzten Jahrhundert quasi entwickelt hat, spielerisch, also wie weit die Gitarre da gekommen ist. Und es hat sicherlich, so dieses ganze Wettbewerbsgetue hat sicherlich dazu beigetragen, auch dass dieses Niveau gut wird und dass die Studenten immer besser werden. Aber es ist schade, dass da irgendwie keine Verbindung mit der klassischen Musik allgemein stattfindet. Ja, also sowohl in Sachen Kammermusik ist das noch ein ziemlich ausbaufähiges Instrument. Ja, wir wissen alle nicht, wie man mit anderen Instrumenten spielt. Und auch was Erweiterung von Repertoire angeht, was irgendwie interessante Komponisten angeht, dass die sich mal für das Instrument interessieren, da gibt es viel zu wenig in meinen Augen. Das Stück heißt Jekin Livana und es ist eine Widmung an einen Kantele-Spieler. Das ist ein traditionelles skandinavisches Instrument, das begleitet wird mit dem Runo-Gesang. Und wenn ich das richtig interpretiere, ist dieses Ostinato dieses Kantele-Spiel. Und darüber kommt dann dieses später auch wiederkehrende Motiv, das wahrscheinlich dann dieser Gesang dazu ist. Und von diesem Jekin Livana wird gesagt, das ist eine Person,
die es tatsächlich gab. Und der hat so fantastisch Kantele gespielt, dass man gesagt hat, dass es die Zuhörer an ferne Orte damit gebracht hat. Und das wird da so ein bisschen dargestellt durch dieses Stück in den verschiedenen Sätzen. Also es sind 5 verschiedene Sätze und es beginnt und endet bei ihm daheim in irgendeiner Hütte und geht dazwischen durch die ganze, macht eine kleine musikalische Reise bis zum 3. Satz, wo der 3. Satz symbolisiert den Tod und geht dann wieder zurück nach Hause in das altbekannte Thema, was ja auch wieder aufgenommen und stark bearbeitet wiederkommt. Der Uli Muston ist ein super erfolgreicher, also international erfolgreicher Pianist und Komponist, der jetzt für Gitarre ganz frisch auch noch eine 2. Sonate geschrieben hat. Also das ist eigentlich sein kleinstes Œuvre. Also das Stück ist für Gitarre rausgebracht, original komponiert für Gitarre. Und er hat es dann ein paar Jahre später nochmal für Klavier bearbeitet. Ist aber, ich habe die Klavierversion auch verglichen mit der Gitarrenversion und die ist fast identisch, die ist ein bisschen aufgefüllt hier und da und ich habe das dann auch in der Gitarrenversion probiert, so ein bisschen nachzuvollziehen. Also ich habe so ein paar Sachen noch zugefügt oder verändert, die ich bei ihm aus der Klavierversion geklaut habe. Aber es ist ansonsten alles wirklich genau gleich. Also hätte der auch viel größere Möglichkeiten gehabt, das noch irgendwie symphonischer zu setzen mit den Möglichkeiten vom Klavier, aber hat er nicht gemacht. Also er hat es schon musikalisch so gelassen, wie es auch in der Gitarrenversion ist. Ja, ich trinke Kaffee. Viel, viel zu viel. 1 Liter am Tag wahrscheinlich, normalerweise. So ein Vollautomat. Wir haben Kaffee so einen Vollautomat gekriegt, als mein Vater ausgezogen ist aus seinem Haus, hat er mir den verschenkt. Und das ist mein Ende.